Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungsreihe. Heute geht es um die Blockchain bzw. um das Dezentralisieren der Blockchain. Letztes Mal hatten wir folgendes Szenario gehabt. Wir haben diese Blockchain hier von der Bank erstellen lassen, von der wir jetzt komplett wegkommen wollen. Und zwar diese Bank hat einfach gesagt, hey, ich habe hier folgende Transaktion gehabt, hat hier einen Hash berechnet. Das war zum Beispiel der Hashwert von Block 2, hat darin gleichzeitig noch den Hashwert von Block 1 reingepackt und ja, dann konnte man diese Blockchain eigentlich nicht mehr wirklich ändern. Problem war immer noch, dass man einfach oder dass die Bank einfach Zahlungen unterdrücken konnte und das ist natürlich nicht unbedingt in unserem Interesse. Deswegen heute jetzt das Dezentralisieren der Blockchain. Merkt euch bitte kurz das Icon für die Blockchain hier. Ich habe einfach so eine Kiste benutzt und ja, wir machen jetzt Folgendes. Wir bauen uns ein Peer-to-Peer-Netzwerk. Ein Peer-to-Peer-Netzwerk ist ein Netzwerk aus einfach ganz normalen Leuten, wie dein Rechner, mein Rechner, jeder Rechner, ganz normal, kann in diesem Peer-to-Peer-Netz dabei sein. Das heißt, wir müssen jetzt nicht irgendwie besonderes Mitglied der Bank sein oder sowas. Nein, die Bank gibt es einfach nicht mehr. Jeder von uns ist jetzt die Bank. Und was jetzt passiert ist folgendes, jeder von diesen Rechnern hält sich einfach auch die Blockchain. Das heißt, jeder Rechner speichert sich dieses Ding. So, hier eine kurze Einschränkung und zwar nicht jeder kann sich heutzutage die Blockchain speichern. Da sehen wir auch schon ein großes Problem von Bitcoin. Die Blockchain ist einfach fucking riesig. Das Ding hat knappe 150 Gigabyte, weil einfach 500.000 Blöcke irgendwie drin sind und jeder von diesen Blöcken hat irgendwie so 2000 Transaktionen ungefähr und da kommt halt einfach einiges zusammen. Das heißt, wir können hier einfach nicht mehr jedem diese Blockchain aufdrängen, sondern wir brauchen natürlich auch noch Alternativen. Die werden wir jetzt hier allerdings nicht behandeln. Wir gehen noch genauer in die Tiefe. Das ist jetzt erstmal der grobe Überblick hier. So, diese Blockchain wird jetzt also einfach an jeden von den Full Nodes, so heißen die Blockchain speichern, wird einfach diese Blockchain ausgelagert. Das heißt, jeder speichert sich seine eigene Kopie davon. Ihr seht, speicherplatzeffizient ist was anderes, aber naja, gut. Man muss auch irgendwie einen Preis bezahlen. So, und jetzt sind wir unabhängig von der Bank. Wenn jetzt jemand eine Zahlung tätigen möchte, sagen wir mal, unser Client hier in der Mitte, das ist Alice, möchte jetzt eine Zahlung an Bob tätigen, das ist der hier oben rechts, und Alice sagt jetzt, hey, ich möchte 5 Euro an Bob überweisen. Dann sagt Alice nicht nur, hey, ich möchte 5 Euro an Bob überweisen, an Bob, sondern Alice broadcastet das Ganze. Das bedeutet so viel wie, sie schickt an alle Nodes, mit denen sie verbunden ist, eine Nachricht mit ihrer Unterschrift und dem Public Key von Bob als Empfänger. Also ähnlich der Zahlung, die wir uns bei der Anon Bank eigentlich angeguckt haben. Sie schickt einfach diese Transaktion an alle Nodes, mit denen sie verbunden ist. Das heißt in dem Fall an Bob und an wer auch immer das hier unten ist. So, und die machen genau dasselbe. Die schicken einfach die Transaktion, die sie gerade erhalten haben, einfach auch wieder an alle. Das nennt sich, wie gesagt, Broadcasten. Das heißt, dieser Client hier unten, nennen wir sie Carol, schickt einfach die Nachricht, Alice überweist 5 Euro an Bob, an ihre Nachbarn. Das heißt hierher und hierher. Und Bob macht genau dasselbe, der schickt einfach genau dieselbe Nachricht nach hier und dann haben wir irgendwann das komplette Netz abgedeckt. Alle haben diese Nachricht und können jetzt diese neue Transaktion in den neuen Block, der jetzt demnächst irgendwann, wie gesagt, alle 10 Minuten gibt es einen neuen Block auf der Blockchain und in diesem neuen Block wird dann eben Alices Transaktion an Bob einfach festgehalten. So, und jeder hat jetzt diese Transaktion. Das heißt, Alice kann jetzt nicht einfach hergehen und sagen, hey, ich möchte plötzlich auf einmal diese 5 Euro wieder haben. Nein, jeder hat diese Transaktion bei sich gespeichert. Das heißt, wenn Alice nochmal versucht, ihre 5 Euro auszugeben, dann wird es schwierig, denn dann hat sie ja keine Möglichkeit, diese 5 Euro nochmal auszugeben. Das heißt, ja, die 5 Euro sind jetzt tatsächlich, also jeder von diesen Teilnehmern in unserem Peer-to-Peer-Netz weiß jetzt, dass Alice um 5 Euro ärmer ist und Bob um 5 Euro reicher ist. So, soweit die Theorie, das ist ein bisschen leicht jetzt gewesen. Nächstes Mal wollen wir uns das Ganze noch ein bisschen näher angucken. Ich meine, das war jetzt schon sehr abstrakt erklärt. Wir wollen uns das Ganze jetzt mal direkt angucken, wie es wirklich auf der Blockchain aussieht. Und ja, das funktioniert, ohne dass man sich die komplette Blockchain runterlädt, denn ich habe auch keinen Bock, 2 Wochen Installation zu machen. Ich hoffe, ihr versteht, dass ich deswegen den ganzen Client hier nicht installieren möchte und euch das Ganze einfach nur online zeige. Da geht es nämlich auch. Gut, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.